Here we go, let's go. Weiter geht's mit Ace of Berseria. Ich bin hyped. Ich hab Bock. Bock. Angriff. Let's go. Hier waren wir schon. Da müssen wir noch nicht hin. Warum müssen wir nicht hin? Da waren wir schon. Stimmt, ich war ganz kurz. What's wrong? Are you not feeling well? My compass fell on my head and gave me a bump. Let me take a look. Oh, wow, yeah, that's a big one. Bet that must hurt. Yeah, but at least I'm still alive. Are you saying that pain is proof that you're really alive? That's what Velvet told me. Well, no worry. I'll just push your bump back down, you'll be good as new. Wait, what? I'm just messing with you. Don't sweat it. Stop fooling around, you two. We have to hurry. Kaffee trinken Once we gegangen. get back to the ship, just borrow some sugar and rub it on your bump. It'll make the swelling go down. Oh, okay. Bringt das wirklich was mit Zucker? Habe ich noch nie zwar von gehört, aber okay. Kollegen Kaffee trinken, geil. Na, das ist doch sehr nice. So, ich wollte wegen Kochen mal gucken. Hab ich dem das erst aktiviert? Lol. Okay. Oder ist das Autokochen noch? Ne, okay. Hat es beim letzten Mal erst aktiviert. Gut zu wissen. Gut. So, mal gucken. Hier müssen wir wahrscheinlich nicht lang. Denke ich mal. Weil da vorne ist Schuh. Warum wir nicht so wirklich weiter? Dann schauen wir doch mal da. Ah ja, hier kommen wir nur wieder runter. Da kommen wir aber nicht zum Kriegsschiff. Das heißt, wir müssen irgendwie da rüber und dann da runter wahrscheinlich. Ja stimmt, wir haben ja den einen Schlüssel jetzt. Aber das ist, glaube ich, nur für den Eingang hier. Gute nächste Woche. Es werden immer weniger, weil alle positiv sind. Oh Gott. Okay, das ist ätzend. Das ist natürlich nicht so knorken. Ne, warte mal, hier waren wir auch. Wo muss ich denn jetzt lang? Ein bisschen verwirrt. Da kamen wir ja her, oder bin ich jetzt... Ne, genau, da kamen wir her. Ah ne, warte mal, da muss ich vielleicht doch die Leiter. Never mind. Du findest geil. Ah, okay. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Ich bin ruhig. Null. Oh, ich bin einfach froh, wenn morgen Wochenende ist. Ich freue mich, morgen einfach eine kleine Tour zu machen. Morgen Mini-Tour, um genau zu sein. Warte mal. Nicht jetzt. Wait a minute. War das vielleicht doch richtig? Warte mal. Hinunter zu den Docks und zerstöre das Kriegsschiff. Aber ich glaube, hier sind wir hergekommen ursprünglich, oder? Sieht nämlich irgendwie so aus. Ah, guck mal, wenn ich auch die Taste drücke, sehe ich den Effekt, den die aktuell haben. Dreimal verlaufen. Ich glaube, hier kamen wir ursprünglich her. Das ist aber auch... Warte mal. Doch, hier kamen wir her. Warte mal, gibt es da oben noch einen Weg? Ist nicht. So aus. Da oben könnte ein Weg sein. Wahrscheinlich waren wir doch gerade richtig. Oder? Weiß es nicht. Ich glaube, hier kamen wir ursprünglich her. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. So, warte mal. Die ist ja noch verschlossen. Da waren wir gerade. Nee, ich glaube, wir müssen hier durch. You know, you're pretty good with your fists, Eisen. Not as good as you are with your swords. I feel like I've seen a lot of your crew with swords. Do you really never use them yourself? No, not with the Reaper's curse, I don't. It likes to rear its head at the worst times. I've broken blades just by unsheathing them. And once, just as I was about to deliver a finishing blow, my blade separated from the hilt and went flying. That sort of thing. A sword isn't something I can rely upon when my life is at stake. I fight using only my own body. That's one less thing that can go wrong. It's too bad you're not a swordsman. I bet we could have had a hell of a fight. I wouldn't need a sword to make it interesting. What do you say? Want to try your sword against my curse? Sure, if the right time comes.
Just don't whine when I end up winning. You took the words right out of my mouth. Habe ich mal gemacht. Ich habe mal ein bisschen runtergedreht. Ging halt gerade nur um den Sensenfluch, dass Eisen keine Waffen nutzen kann. Ich hoffe, jetzt ist es ein bisschen besser. Ich habe 1 Dezibel mal runter noch gedreht. Warte mal, wo bin ich denn jetzt? Okay, hier waren wir noch nicht. Weil daran erinnere ich mich nicht. Jetzt habe ich mal 1 Dezibel weiter runter. Mal gucken, ob es jetzt besser ist. Ich denke aber ja. Vermute mal. Da sind Gegner. Ja, hier waren wir definitiv noch nicht. Hier waren wir definitiv noch nicht. Ja, nice. Dankeschön. Vielen Dank. Und die Musik war eben einfach nur lauter in den Momenten. Nee, kann nicht sein. Normalerweise kann es nicht sein. Weil ich einen Limiter drin habe. Er ist eh auf Maximum, wenn wir irgendein Game zocken. Also wenn die Musik zu laut ist, dann liegt es halt wirklich daran, dass OBS irgendwie broke ist. Weil die Musik hat immer die gleiche Lautstärke. Beziehungsweise das Game. Oder besser gesagt alles. Ich bin nämlich sehr überzeugt, weil ohne Limiter ist Katastrophe, finde ich mittlerweile. Ich habe lieber in meinem Mikrofon und in Dings einen Limiter drin. Also muss ich halt immer Angst haben, ist das Game zu laut oder wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt sage mal, okay, ich spiele Final Fantasy 7, dann muss ich gucken, passt der Sound nicht. So weiß ich, okay, mit den Einstellungen passt der Sound immer. Reicht immer. Mehr als sonst, sagen wir mal so. Und passt da mehr als sonst. Ich kann mal an, ja. Come on, really? Oh, ey, ich freue mich so auf Wochenende. Yay! Wochenende wird supi. Supi dupi dupi. It's equipped with large cannons. Loot. The plan is to use their Genau auf gunpowder Flasche. against them. Ach Gott, vergessen Sie mal. You're awfully fond of that, aren't you? Still, you should keep it in your bag for now. I'll put it in my bag. Good. You know, that's a nice bag. It looks made to last. It's Moritz silk. I've never heard of Moritz silk. It's a fine fabric woven from the threads of the Dandarantula spider. It's got a delicate sheen, it's soft as a baby's skin, it's light and stretchable, it breathes, and it's quite durable. But that's not all. It's most... Ich weiß gerade gar nicht, wo ich stehen geblieben bin, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich stehen geblieben bin. Ich tippe auf die Sektoren. Ich werde auf jeden Fall das Tool mal nochmal mir nachher runterladen und dann ausprobieren dementsprechend. Auf jeden Fall vielen Dank. Und das triggert quasi diesen Sektor oder was? Das werde ich auf jeden Fall mal testen. Vielleicht liegt es wirklich an der Festplatte. Wer weiß, wer weiß. I'll cut down anyone in my way. Wenn er den Sektor einen Fehler hat oder defekt ist, kann das System nicht mehr nutzen. Ergo Crash. Ah, okay. Dann werde ich das nachher mal machen, nach dem Stream. Das Ding ist, das ist eigentlich... Bei Tales of Berseria zum Beispiel ist gar nicht aufgetreten. Bei Final Fantasy 7 glaube ich einmal... nee doch, da ist auch öfters aufgetreten. Karte wegschmeißen. Ich hab... Moment. 1, 2, 3, 4 Festplatten. Solange es keine von den 2 SSDs ist, zumindest nicht die Hauptplatine, ist alles in Ordnung. Kann das vielleicht auch daran... Wait, kann das vielleicht... Oh, ich hätte eine Vermutung.
Weil ich habe ja erst, weil so ein Fehler, dass der ganze Rechner einfriert, glaube ich, hatte ich vorher noch nie. Oder sagen wir schon lange nicht mehr. Ich vermute vielleicht sogar die eine Festplatte, die ich letztens erst nachgerüstet habe mit der SSD. Vermute ich. Wäre mir recht sogar. Wenn es wirklich so ein Problem The ist. docks are up ahead. Like it or not, we're coming through. Hey, wait! Are you intruders? I suppose it doesn't matter. I will cut down any who consort with demons. Face the fury of the Rangetsu sword style. Oh oh. Stand aside, Eisen. No, you stay back. I'll take care of this one. Sorry. This prey is mine. Oh wow, Solo-Kampf. Ah ne, doch nicht. Ist halt nur die Frage. Weiß ich bin doof. Ist das bei GTA auch mal, wo ich noch GTA gestreamt habe letztens erst? Überhitzt und schmiert deswegen ab. Ja, vielleicht noch nicht so wirklich. Vielleicht hätte ich... Also bei mir war ja, dass ich musste ja upgrade. Also nicht auf Windows 11, aber ich musste ja generell das System komplett neu machen. Ich sag mal so, klar, für die SSD ist es dope, also es ist keine große SSD, ist ja die 128, nee, die 250 Gigabyte. You folks handle the ship. Careful, Rokuro. He's... I know. He's holding back. Let's go. Where did you learn the Rangetsu style? I studied directly under the Legate Shigure of the Abbey. Lies. He'd never take on a student. Let me guess. He taught you a few things one time when he was super bored, and then crushed you with them. Null. Er hat ihn provoziert. Is it done, Eisen? We're set. It also serves as a good signal for the Von Eltia. That was about the saddest practice I've ever had. But at least I learned where he is. Oh oh. Yo, the Abbey's my goal now too. Now I can do what I have to do and repay my debt at the same time. Is that your doing? What? Is there a problem? No. A fine companion for the Reaper. Mächtige Badabum. Kurzfassung, Everything's Rogo ready. Let's get our gate on. hat anscheinend gerade herausgefunden, dass seine Schwertkünste auch anderweitig weitergelehrt werden. Vermute ich mal. Nur aus Neugier, deine Uhrzeit auf dem PC ist korrekt, oder? Ja, die ist korrekt. Die ist korrekt. Ich sag mal so, wenn es die eine SSD ist, dann... Klar, ist scheiße, aber ist mir lieber als alles andere, wenn ich ehrlich bin. Was ich aber nicht verstehe, die SSD wird gar nicht erst genutzt für den Stream. Das verstehe ich halt nicht. Dann ist die CMOS schon mal intakt. Also die neue... Die Festplatte, die ich frisch verbaut habe, die ist halt... Da läuft halt nichts drauf. Da läuft kein Windows, kein gar nichts drauf. Was ich mir vielleicht vorstellen könnte, dass ich so wenig Strom habe für 4 Festplatten. Das könnte ich mir vielleicht noch vorstellen. Eventuell. Das ist halt komisch, dass es immer nur im Streamen ist. Das verstehe ich halt nicht.
Auszulagern. Ah, okay. All right, it's open. Ich glaube 700 oder 800. It's the Von Eltia telling us they're approaching. Hurry! All right. We'll pop the gate open for her. Quickly. All right. Quickly. Ich habe das System ja vor 4 Jahren gebaut. Da weiß ich heute nicht mehr, wie viel Watt ich habe. Das weiß ich heute nicht mehr. Entweder 600 oder 800, irgendwie so einem Dreh. Also, es ist, glaube ich, wirklich erst seit ich die andere Festplatte drin habe. So viele Platten. Ja, das denke ich halt auch. Ich habe ja keine 20er oder 2000er oder 3000er Grafikkarte. Und wie gesagt, Taskmanager ist offen. Ich hoffe, dass er nochmal einfriert. Auch wenn es so klingt für euch. Aber ich hoffe es halt, dass ich es dann sehe. Gestern zum Beispiel war gar nichts. Vorgestern hatten wir das Problem. We're finished here. Let's go. Kein Problem sein. Ja, muss ich mal drauf achten. I wish I had power like that. Ich weiß halt nicht, ob ich glaube, die einen Pushes sind erst seit ich Windows 11 halt drauf habe. Das ist halt das Problem. Was ich halt nicht verstehe, bei Tales of Berseria war gar nichts. Das ist halt das Merkwürdige. I'll cut down anyone in my way. Solange mir das nicht unbedingt bei Stranger of Paradise passiert, ist alles gut. Weil bis dahin würde ich gerne den Fehler finden. Das wäre nicht schlecht. Wenn ich es bis dahin rauskriege. Und die GPU geht auf 38, 39 hoch. CPU ist bei 16%. Meine CPU pennt. Mal gucken. Ich weiß gar nicht, was die 1060 hat. Ich glaube 140 oder 200 Verbrauch. Ich weiß es gar nicht. So, this opens the gate. One side, yes. The gate has 2 giant doors side by side, with matching levers to open each. Makes sense. All right. Let's find the other device. In Platten was nicht. Better be ready. Ja, aber meine ganzen Festplatten sind auf 0%. Gerade. Was mich stark wundert. Ziehen halt gerade gar nichts. Nee, Tales of Berseria. Nee, das verstehst du nicht. Ich zocke ja auf der Konsole. Das hat ja damit gar nichts zu tun. Ich hab Berseria und Berseria für die Konsole. I'll cut down anyone in my way. Ja klar, an der Grenze sollte man nicht aufbauen, das stimmt. Das stimmt. Okay, das ist merkwürdig. Ne, wie gesagt, beide Games laufen nicht auf der Festplatte. Was denn, hatte ich das bei Final Fantasy 8? Nee. Aber bei Final Fantasy 7 hatte ich es halt. Und bei Final Fantasy 7 hatte ich es sehr, sehr oft sogar. Obwohl, da hatte ich es eigentlich auch nur, glaube ich, 3-4 Mal. Also halt die Frage, liegt an Windows 11 oder liegt es vielleicht wirklich an der SSD? Das ist halt etwas, was ich noch nicht weiß. How's that?
Ja, das ist auch immer so ein Ding. Ob die FPS begrenzt sind oder nicht. Wenn ich zum Beispiel Elex spielen würde, da hast du keinen FPS-Log. Da läuft das Game dann mit 300 FPS und kackt mir quasi alles ab. I unleashed all my power. Maybe I overdid it. Ja, niemals mit unbegrenzten FPS spielen. Und auch nicht streamen. You'll be rust on my blade. Sorry to cut you down. Eigentlich kann es bei mir nicht an der Auslassung liegen. Weil ich mit manchen Programmen arbeiten, wo ich immer fast 90-100% habe. Also an Strom kann es eigentlich nicht liegen. Festplatte ist halt schon relativ nah, aber ich weiß ja nicht, ob es Festplatte oder vielleicht wirklich das Windows 11 Update ist. Ich kann mich aber auch jetzt nicht entsinnen, ob ich es vor Windows 11 auch schon mal hatte. Ich glaube aber ja. 35 Cuts. Was kriegen wir? Du hast eine Cuts gefunden. Hosenkorsage. Achso, wir müssen ja den anderen Hebel. Ne, Capture Card kann es auch nicht sein, weil bei Final Fantasy 7 hatte ich es auch schon. Und bei Tales of Berseria ist es halt kein einziges Mal aufgetreten. Capture Card kann es nicht sein. And it's open. Let's meet up with the Von Eltia. Oh oh. Can't let you do that. This is my fortress. Es kann halt auch echt Zufälle sein. Kampftutorial. Oh, schon wieder Kampftutorials. Der Verbrauch von 3 Stufen der Stoßanzeige entfesselt eine ultimative Arte und gewährt eine Seele. Einen Gegner mit einem mystischen Art zu besiegen erhöht auch die Beuterate. Benutze L2 während einer Combo, um ein mystisches Arte zu aktivieren. Die falsche Taste gedrückt, ich tot. Kurz regenerieren. Okay. So, Combo gemacht. Achso, jetzt. Einmal lernen können mystische Arts eingesetzt werden, um Gegner zu zerstören, indem du L2 während einer Combo mit 3 oder mehr SA gedrückt hältst. Diese Art ignoriert das Combo-Limit. Du kannst mit ihnen also Kombos verlängern, sobald das Maximum erreicht ist. Außerdem erhältst du bei ihrer Verwendung eine Seele. Einen Gegner mit einem mystischen Art zu besiegen erhöht Ausrüstungsraten ungemein. Okay. Also quasi ein Limit Break von der Art. Das hat aber anscheinend jeder Charakter. What the fuck? Oh. Ah, nee. Ah, warte mal, jetzt haben wir wahrscheinlich ja hier. Ah, nee. Warte
Warte mal, dann recovern wir mal ein bisschen. Das geht irgendwie nicht. Alter. Ja, das ist cool. The docks are swarming with demons. The Von Eltia will be overrun. Rats, we don't have long. Eisen, can you signal for them to go through without stopping? That'd keep them safe. But what about us? We'll jump down onto it as it goes past. Is there another option? Eisen, give some kind of sign. There's no need. The Von Eltia will sail through. Without an order? It was part of my plan. Welcome to the Eifried Way. Eisen ist so cool. Cutscene? Oh ja. Ne, ich werde auf jeden Fall einmal das Disk-Ding da machen. Da müssen wir einfach mal drauf achten. Let's get a move on then. Beziehungsweise ich werde jetzt in Zukunft einen Taskmanager laufen lassen. Vielleicht sehe ich es dann, einen kleinen Hinweis oder so. Weil wenn er einfriert, müsst ihr ja irgendwas auf 100% ausschlagen. Kann man nämlich die Hardware dann dementsprechend checken oder ausgrenzen. Will this really work? Do you want the Reaper's reassurance? Aber Dankeschön für die Hilfe. Wait, what are you? Ne, jetzt hier weiß ich, dass das Sport gemeint ist. Ich kenne mich ja auch ein bisschen aus. Oh Gott, Flashbacks. Aus mit dem Mund. Ich wusste es. Ich hab's gecallt. Ich wusste es, dass sie ihn rufen wird. Ich wusste es. Ich hab's gecallt gestern. Don't scare me like that. I'm sorry. Yes! Nailed it! You're lucky Mommy lives around. Let's go. Ich hab's noch gestern gecallt. Sie wird ihn bestimmt zurufen. Und sie hat es getan. Ich wusste es. Durch Auffüllen dieser Anzeige können Charakter ihre verstärkten Potenzial freischalten und mystische Artes ausführen. Ein Charakter, der ein mystisches Arte gelernt hat, kann das durch Drücken von L2 bei 3 oder mehr SA während einer Combo ausführen. Ach so, okay, jetzt habe ich es verstanden. Dies kann die Combo über ihr Limit hinaus verlängern. Das Ausführen von Seelenbrechern ist die beste Methode zur Wiederherstellung der SA. Artes verdienen bei wiederholtem Gebrauch Sterne. Die Anzahl von Sterne bei einem Arte beeinflusst die Effizienz von Titelfertigkeiten. Außerdem ist die Menge an SA, die ein Charakter zu Beginn eines Kampfes erhält, direkt proportional zur Gesamtzahl an Sternen bei allen Artes dieses Charakters. Oh, macht das Ragnar. Ja, das Segel war sehr stabil. Nicely done! You're not going to thank your savior for her crafty cannonballing? Are you nuts? I told you to stay away from the cannons, not bang on them. But it was fun! And everything worked out, right? I'm sorry. If it's that important to you, keep it safe. You wouldn't want to lose it again. Give it. I need to set a course. Geil.
Fine. You read it for me then. Yeah. But listen, kid. Give me one false reading and you're shark bait. Better work hard. What's Laphicet? It's a name. Your name. My name? Laphicet. It's a fine name. Well, it's no Magilu. We're through the channel. Give us a course, Laphicet. Aye, aye, sir. We're headed straight for Logres. Dieses Game ist echt geil. Holy shit. Ich hab's gestern noch gesagt, sie würde ihn bestimmt Laphicet rufen. Und sie hat's getan. Na, so langsam durchschaue ich Tales auf. Now this is refreshing. Sailing into port like normal people. Well done, boy. The sharks are gonna go hungry tonight. Yes, I'm glad. This won't be a problem? Docking a pirate ship here? So, how were the northern seas, Eisen? Helavis and Vortigern are in ruins. Trade with Northgand will likely be disrupted for quite some time. Well, I like the sound of that. I'll have to act quickly. Any word of the captain? Aye. It's an old rumor. But they say Captain Eifried was sent to Titania. The island prison overseen by the exorcists, huh? We'll have to look into that. I registered your vessel as one of our merchantmen, same as always. But even so, stay on guard. There's a grand ceremony being held in Logres. Lots of watchful eyes about. Magilu ist toll. So they exchange Aber nervig information auch. for mooring. Information. For mooring? Having the latest news gives merchants a chance to make favorable trades. So it's worth protecting a pirate. I bet Eisen and his crew have connections like this in nearly every port. Not even the Abbey's iron decrees can withstand the force known as human greed. I see. Don't bother going to Titania. You won't find Eifried there. And how do you know that? Because I escaped from there. And before I did, I heard something from the prisoners. They said Eifried was the only prisoner to ever get out alive, and that he was taken by an old exorcist named Melchior. Lord Melchior is an elder legate at the Abbey. He should always be present at the headquarters. Don't call him Lord. Von Eifried's our captain. It's starting to look like his disappearance has connections with the highest levels of the Abbey. Their headquarters should be in the capital, right? Yes, at the Royal Villa in Logres. I've never been there, though. And Velvet, your business is with a man in the capital, right? Looks like we're all headed to the same place. I won't apologize for involving you. Usually I'm the one who says that. Oh, okay, da wird bestimmt auch noch irgendwas Episches passieren. By the way, there's the little matter of your ship. My men brought her through the gate as well. We're going to use her as a scouting vessel. Do what you want. We stole it in the first place. A scouting vessel? I've assigned Benwick to her. He'll give you the details. Oh, okay. Dann quatschen wir doch gerade mal mit dem. Ah, das Game ist echt geil. Holy shit. Eisen told us to come see you. What's all this about a scouting ship? We're going to explore the outer seas. Oh, let me explain. Beyond the reaches of our kingdom lie vast, open oceans we call the outer seas. And you're going to explore them? What for? To make a map of the whole world, of course. A map of the whole world. That's right. Eifried's pirates have many ambitions, one of which is the creation of a complete map describing the whole world. In fact, the Von Eltias already sailed all the way to the far continent for that very reason. That's amazing. You guys sure dream big. I still don't get it. Yeah, me neither.
A map of a bunch of places nobody cares about? Big deal. Well, regardless, if we're going to find anything in the vast waters, we'll need a lot of luck. We'd like to borrow some of yours. And just how do you plan on doing that? I want you to use your gut instincts to tell us where to look. In exchange, the Von Eltia will be at your service. And you can keep anything we find in our explorations. You'll be able to assign us new orders from any location by using a kind of messenger bird called a sylph jay. Who knows? We might even come across some good treasure. Or maybe some rare food. Or brand new recipes. That's a lot of treasure you could find. Doesn't sound bad to me. It won't take much of our time, and besides, it could be interesting. You're right. Okay, as long as I'm not responsible for how things turn out, I guess I can help. All right. Then I'll tell you what you need to know. Okay, cool. Wir haben jetzt die Möglichkeit, Expeditionen zu starten. Also sprich quasi, also Kurzfassung, das alte Schiff, was wir haben, wird jetzt zu einem Erkundungsschiff. Und die Piraten haben ein Ziel. Und zwar die ganze Welt aufzuzeichnen. Für die Nachwelt oder was auch immer. Und mit diesen Expeditionen schicken wir die los. Und alles, was die finden, bekommen wir. Du kannst nur dein Sphäre-Schiff auf Reisen schicken, um die äußeren Meere zu erkunden. Du kannst diese Expedition über den Befehl Entsenden starten. Wähle den Befehl Entsenden. Wähle als nächstes ein zu erforschendes Gebiet aus, die Limonmeer. Die erforschbaren Gebiete werden von deinem aktuellen Erforschungslevel bestimmt, das oben rechts auf dem Bildschirm angezeigt wird. Okay, Level 1. Wähle jetzt das Limonmeer aus und beginne mit der Reise. Ja, ich will es. Sobald du ein Schiff entsendest hast, wird auf dem Bildschirm die Zeit bis zu seiner Rückkehr angezeigt. Da dies deine erste Expedition ist, wird die Mannschaft ihr Bestes geben, um so schnell wie möglich wieder zurück zu sein. Hallo YouTube. Take a look at this. Lol. Sieg, Sieg und verloren. Sojasauce Trockenfisch. Die Reise ist abgeschlossen. Sehen wir uns das Ergebnis an. Bei jeder Expedition müssen das Schiff und seine Mannschaft 3 Kämpfe bestehen. Die Anzahl der Siege bestimmt die Menge der erhaltenen Objekte und die Erfahrung. Auf ihren Erkundungsreisen finden die Mannschaft manchmal auch spezielle Belohnungen wie Rezepte, neue Gebiete oder Schätze. Einige Schätze gewähren Expeditionsfertigkeiten, durch die deine zukünftigen Reisen günstiger verlaufen. Bei Aktivierung verleihen dir diese Fertigkeiten verschiedene Boni, wie zum Beispiel erhöhte Erfahrung oder eine Vergrößerung der Anzahl gefundener Objekte. Okay, das ist fucking geil gemacht. Ah, guck mal, da sehen wir Materialien, Spezialschätze und Gebiet frei. Bei Gebiet frei ist halt die Frage, können wir dann dahin reisen? Hatte ich dir schon gesagt, dass ich jetzt ein Road Plus Focusrite Scarlet habe und sehr zufrieden bin. Das ist sehr, sehr nice. Wie gesagt, Scarlet Solos, genial, habe ich auch. Und natürlich GZ. Die Expedition läuft. Diesmal wird das Schiff im normalen Tempo zurückkehren. Nutze die Expedition bei deinem Abenteuer zu deinem Vorteil. Okay. So now we just wait for news. Who knows what we'll find? A sunken ship full of treasure, maybe? Underwater ruins? Desert islands? New shipping lanes, perhaps. Some fish would be enough for me, especially if they sell well. My thoughts exactly. Tuna or yellowtail or sturgeon. Hallo YouTube. Ja. Gutes Gerät. Das glaube ich, das glaube ich. Also auch mit dem Rode kombiniert. Du hast das Rode NT, oder? Ja, aber gute Wahl. Sehr gute Wahl. So, dann gehen wir doch mal erkunden. Ja, guck mal, da unten können wir erstmal kaufen gehen. Gehen wir erstmal kaufen. Und anscheinend können wir da auch dann wieder ein bisschen looten, beziehungsweise Grind Rhino machen. Ihr wisst, Grind Rhino ist toll. Ich liebe Grind Rhino. NT1A. Ah, okay. Das Mikrofon. Ja, das ist nicht schlecht. Das war kein schlechtes Mikrofon. So, wollen wir erstmal... Ah, ne, wir machen erstmal... Ne, wir gucken erstmal, was wir kaufen. Ne, wir gucken erstmal, was wir... Nein, wir kaufen direkt. Können wir denn Waffen kaufen? Ja. Ja, der hat auch nur dieses Bernsteinzeug. Aber kaufen ist nicht schlecht.
Kann ich eigentlich einfach rüberskippen? Ah, das bleibt dann so, okay. Wir können ja mal so kaufen, dass wir von allem eins haben. Bin gleich pleite, wenn ich so weitermache. Ich will das Level da halt hochgrinden. Okay, gucken wir erstmal wegen Ausrüsten. Bernsteinklingen, nein. Gürtel, nein. Kampfmontur. 46. 49. Aber hat auch Fokus mehr. Und plus 30 maximale GP. Der Fokus ist nicht schlecht eigentlich. Feuerring plus 2. Achso, ja, das lassen wir. Weil Feuerring hatte ja hier mit Magie. Oh Gott. Bis Level, Character Level. Achso, Arte-Angriff. Erhöht. Erhöht die Kraft von Artes basieren. Keine Ahnung. Wirkung, bla 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 bla. Ausrüstungsbeuterate. Boah, das ist eigentlich auch nicht schlecht. Bernsteinpapier. Das hat nur 12. Das hat 25. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ah ne, warte mal. Bin doof. Das hat aber keine Magie gehabt. Da hätte ich fast einen Fail gemacht. Das hat 66. 49, aber auch Magie. Ach, guck mal, aber das ist besser. Das hat bessere Magiewerte. Jetzt weiß ich gar nicht. Der Stab war, glaube ich, Magieschaden, oder? Oder war der Hut Magieschaden? Ich glaube aber der Stab, gell? Warte mal, wo konnte ich das nochmal gucken? Hier. Ja, Artes Angriff. Dann werden wir bei denen die hier wechseln. Weil Magieschaden ist mir dann wichtiger. Zumal auch die Rüstung besser ist. Arteverteidigung plus 5. Let's go. Papiertiger. Diese Belohnung. Dafür Angriff. Lol, Angriff will ich bei dem gar nicht haben. Der soll ja die Artes-Varianten benutzen. Voraussetzung Character Level. Ah, die kann ich gar nicht usen. Ah ne, oder bis Level Character Level. Ah ne, das geht nur bis dahin. Das ist dann die Voraussetzung, okay. GP Wiederherstellung beim Sieg. Warte mal, wie ist bei dem Talisman? Nee. Ah, hier ist dann aber auch so, okay. Da ist halt die Frage, dann ist das hier eigentlich besser, weil jeder braucht ja Magie. Oh, ey, dieses Geld. Armband. Game macht mich fertig. So, ist halt die Frage, verkaufen oder verlegen? Ist gar nicht so einfach. Wir könnten halt das Shop-Level mal hochballern. Ich will eigentlich nichts verkaufen. Nix. Ich zerleg das. Obwohl, wir könnten eigentlich erstmal durchgucken. Wir können ja so machen, davon, wo wir wenig haben, zerlegen wir erstmal. Den Rest verkaufen wir dann. Jetzt sehe ich, glaube ich, alles an Equipment, oder? Waffen. Oh, warte mal, so kann ich, glaube ich, dann... Ah, nee, das ist nur für die Charakter, okay. Machen wir lieber so, würde ich sagen. Davon, wo wir wenig haben, sagen wir, okay. Da zerlegen wir es lieber. Und das, was wir zum Beispiel, wovon wir viel haben, das verkaufen wir. Das wäre eigentlich gar nicht mal so dumm. You know what I mean, Chat? You know? Stiefel? Oh, die haben aber einen hohen Fokus, aber mir egal. So, und den Rest könnten wir jetzt quasi sagen, verkaufen wir. Weil so kriegen wir ein bisschen wieder und so können wir auch das Shop-Level ein bisschen hochballern. Ich hätte Geld sparen können, weil Bekannte von Geräte abgegeben hätten. Oh nein, okay, das ist ätzend. Scheiße. Das ist natürlich dann sehr doof. Also hast du wenigstens die Garantie. Also irgendwo ist doch was Positives dann.
Oh, der ist fast Level Up. Ernsthaft? Man hat ja Materialien, ja, komm dann. Ja, schon Materialien sollten wir eh kaufen. Wenn wir eh gerade am Überlegen sind, ein bisschen zu grinden. Du hältst hier ab jetzt einen Preisnachlass. Objekt erhalten Seitenmontur. Hat der auch jetzt neue Items? Nee, warf dich nicht, okay. Schade. Schade, schade, Schokolade. Sir, scouts have reported seeing a powerful demon. Its danger level has been classified as Code Red. Understood. I'll notify the Abbey we have a Code Red demon in our midst. Send out an emergency alert to the neighboring areas. Right. With wild demons this close to the capital, the Abbey must have had its hands full. Eisen, what did he mean by a Code Red demon? It's like a most wanted list for demons. From the latest I've heard, there's around 10 such demons across the territories. Oh, they sound pretty tough. That would be putting it lightly. Suffice it to say, you wouldn't want to face one unprepared. Then we'd best be prepared. Let's get going. While we're wasting time here, the Abbey is digging in. Dämonen, die von der Abtei als Alarmstufe Rot bezeichnet werden, streifen durch alle Gebiete. Dämonen der Alarmstufe Rot sind außergewöhnlich stark. Du solltest sie nur angreifen, wenn du ausreichend vorbereitet bist. Muss schnell erklären, was sie gerade gesprochen haben, oder? Habt ihr ja gerade selbst. Wenn du einen Kampf initiierst, indem du einem Gegner auf dem Schlachtfeld von hinten Kontakt aufnimmst, beginnst du einen vorteilhaften Angriff. Ja, das wissen wir ja. Triffst du mit 2 oder mehr Gegnern gleichzeitig auf dem Schlachtfeld in Kontakt? Wird wahrscheinlich ja, das wissen wir auch. Das kennen wir ja schon. Das ist das gleiche wie bei Tales of Berseria. Wenn du mehrere auf einmal triffst, gibt es auch mehrere in einem Fight. Ich würde überhaupt gerne ein bisschen grinden, wenn ich ehrlich bin. Ich bin dumm. Wait, you're coming too. Jetzt habe ich doch total vergessen, die Sachen noch aufzuwerten. Chat, warum habt ihr mich nicht dran erinnert? Ihr wisst, ich bin vergesslich. Das nächste Repeat-Emote ist schon... Die Idee ist schon da. Ist aber noch nicht bestellt. Also der Auftrag ist noch nicht bestellt. War ich nämlich heute. Ein neues Emote wird geboren. Das Repeat-Emote. Repeato bekommt ein eigenes Emote. Und dafür fliegt das Derp raus. Also das Dings. Shin Megami Derp. Und dafür machen wir ein neues Repeat-Emote. Was es ist, verrate ich nicht. Hör mal. Okay, ihr habt recht. Okay. Dann nicht. Ein neues Subscription-Emote. Mal gucken, ob es bis Sonntag schon da ist. Denke aber nicht. Achso, Alfred, der Gefangene. I heard an exorcist legate named Melchior took him away. I don't know anything beyond that. Neither do I. What about you, Magilu? Word is he was taken away about a year ago. Caused quite a stir, if I remember right. Everything about him was kept a tight secret. No one even knew what cell he was in. Ifrid is an ordinary human, right? Yeah. He doesn't have the abilities of an exorcist. And he isn't a demon either. Weird. I mean, if they were just trying to bust up his gang, why capture him but leave the crew free? If not his gang, what business does the Abbey have with him then? We've cast our nets wide and can't come up with any explanation. We'll free him, though. His place is on the sea with us. And you're convinced he's still alive? They wouldn't have any problems killing a pirate who caused them trouble. If the Abbey took him alive and for questioning, it means he has something they really want. But he isn't the type to change his ways or bend his knee on anyone's orders. He holds his own tiller. Precisely. Oh, wow. Was wollte ich? Achso, ich wollte wegen Kochen nochmal gucken. Ihr seid nicht meine Fürsten. Ihr seid meine Derpies, nicht meine Fürsten. Okay, Dings ist auch Level 2. Dann machen wir jetzt Orogu. Ich will mal gucken, was hat. Zubereitungsgeschick, okay. Ich will so alle nach und nach leveln, wisst ihr, wie ich meine? So alle nach und nach mal gelevelt sind. Ich würde, wie gesagt, ich würde jetzt ein bisschen grinden, und schon Bock drauf. Ihr wisst, in Tales of, das Grinden macht mir irgendwie in Tales of mega Laune. Das liegt nicht daran, dass ich aufs Auto-Battle schieben kann, aber ich mag es halt irgendwie. In Tales of finde ich Grinden irgendwie gar nicht mal so schlimm.
Und so ein bisschen Lot tut nicht weh. Huch. Nee, ich gehe nicht auf Auto Battle. Oder? Nee. Ah, Leute, die benutzen dann die mystischen Arts auch alleine. Okay, das ist nice. I like it. I like it, chat. Das ist gut. Sehr gut. Gut. Bis später. Alles klar, Linaro. Dankeschön fürs Dasein. Bis zum nächsten Mal. Wenn du denn da warst. Achso, stimmt, wir wollten es ja gleich ausprobieren. Liegt von hinten. Okay, das klang falsch. Komm, die Schulden, oder? Ja, die bösen Schuldeneintreiber. Wer kennt sie nicht? Genannt in Passo. I unleashed all my power. Maybe I overdid it. Denn Bewährungshalber bin ein böses Mädchen. You'll be rust on my blade. Okay. Nein. Nee, ich beende den Kampfmodus. Wir lassen den Kampfmodus so wie er ist. Achso, aber ich will mal gucken wegen Arthurs. Hat die was Neues? Oh ja, guck mal, Panzerspalter. Dann machen wir das. Ich weiß gar nicht, warum gelb ist. Panzerspalter ist nix. Oh, nix. Warte mal, welche war das? Kreis. Hallo, hört auf mich zu ganze Zeit zu quatschen. Ah, jetzt. Ich finde diese Combo-Möglichkeiten aber geil gemacht in dem Game. I like it. Ach, scheiße. Ich mach's aber auch immer wieder. Victory is ours. Okay, jetzt aber. Ah, günstiges Treffen. Perfekt. Ah, guck mal, dann kriegen wir auch hier die Dingsbalken mehr. Das ist nice. So, warte mal, wenn es jetzt auf 3 ist, dann L2. Ah, muss das auf 3 sein? Die überwältigten Arthurs. Auf Stufe 3 dann wahrscheinlich. Sonst geht es nicht. Sieht zumindest stark danach aus. Was that supposed to be a Hat gegessen. Why did you come back to us? I could tell you all missed me something awful. We didn't. At all. And what about your search for this traitor? He slipped away yet again. I've no clue where he ran off to. You're a witch. Can't you use a spell or something? My spellcraft works kind of like a three-legged race. It simply requires my backstabbing, slippery accomplice. Like a con artist needs an accomplice. I am not a con artist. I'm not going to help you find your traitor, you know. How cold! Such an icy stare could freeze fire! And you don't have anyone else? Well, no. Do you have a home to return to? Nope. Do you know a trade other than magic? Nope. Lul. What is it, Laphicet? Magilu's story made my chest feel funny. And my nose is runny. The witch has no friends, no home, and no purpose. I think what you're feeling is pity. Pity? It's when you feel sorrow for someone else. I pity Magilu. Oh, come on! Lol. Magilu hat halt gerade erzählt, dass sie niemanden hat eigentlich und auch keinen wirklich zu Hause hat und halt Nummer 2 bzw. Laphicet mitgefühlt hat. Nochmal Küche, mach das. Guten Loot. Hab günstige Winde. Victory is ours. Ort gegessen.
Verbrennung minus 40%. Oh, guck mal, hier sind wieder die Dinger. Wie viel haben wir überhaupt? Oh, warte mal, ich hab mich falsch das gedrückt. Das ist gar nicht die Xbox. Wait a minute. 17:05 Uhr. Ich würde bis 17:15 Uhr ein bisschen noch grinden. Also noch so 10 Minütchen. So 10 Minütchen grindo. No, ein bisschen XP mitnehmen. Beziehungsweise Loot. Oder kalt, dass wir nochmal ein bisschen Nahrung kaufen können. Nahrung. Achso, das erzähle ich mir mehr danach. Ich war gerade irgendwie schon bei Tales of Arise. Ich wollte gerade sagen, ich bin echt auf Tales of Arise gespannt. Jetzt bin ich halt gespannt, weil ich glaube, Berseria kam ja vor Sizilien. Nee, danach kam Berseria erst. Glaube ich. Weiß ich nicht. Ich bin halt auf den Kontrast zu Sizilien mal gespannt. Weil es mögen ja viele, aber nicht so sehr wie Berseria und Berseria. Deswegen, da bin ich einfach mal sehr, sehr, sehr drauf gespannt, wie es wird. Unarmed. Naja, bis jetzt gefällt es mir echt super. Hätte ich nicht erwartet. Ich würde gerne mal einen Boss freischalten, also einen Dings-Fight. Hier von wenn du genug in ein Areal besiegt hast. Ja, wir können eigentlich gleich mal gucken, wie weit die Expedition ist. So lange könnte man ja grinden. Die Features, die es hier gibt, finde ich echt nicht schlecht. Auch mit den Expeditionen. Finde ich echt cool gemacht. Ja, guck mal, wir machen jetzt so lange, bis das dann da ist. Würde ich sagen. Rentiert sich wenigstens auch so halb. Einmal Gebiet bitte resetten. Dankeschön. Okay, so viel dazu. Wirklich Reset war das nicht. Muss ich vielleicht erst einen Fight machen? Maybe. I don't know. Oh, da lag Loot. Guck mal, da ist eine Katztruhe. Miauts genau. Mal gucken, was da so drin ist. 95! Da muss aber jetzt was Tolles drin sein. Jetzt fühle ich mich ein bisschen verarscht. Hä? Ich habe einen Katz bekommen und weiß nicht, was es ist. Really? Hä? Ich weiß nicht, was das jetzt zu bedeuten hat. Hä? Bin verwirrt. Warte mal, haben wir hier vielleicht was bekommen? Gewährt auf normale Schwierigkeit oder höher die Fähigkeit? Was? Gewährt auf normaler Schwierigkeit oder höher die Fähigkeit? Gestattet es Objekten aufzuwerten und zu zerlegen. Ausdrückung halt die Fähigkeit, eine Zuverlängerung auszulösen. Hä, was hat das jetzt gebracht? Ich habe gar nichts davon bekommen. Ich fühle mich gerade ein bisschen gebaitet. Ein bisschen. Lul? So dezent gebaitet ein bisschen. GG. Mann, jetzt hat ihr nichts recovered. Come on. Bullshit. Kommt wahrscheinlich eh gleich ein Dialog. Oder auch nicht. Oder es kommt halt gar nichts. Wow. Those walls. They're so huge. That's Logres, the capital of the Empire. They keep demons out by enclosing the city within a great wall. Humanity has achieved great things on the backs of slave Malachim. Why the surprise, Laphicet?
You've been here before, right? I have. But back then, I was not who I am now. I see. Tethered Malachim aren't even allowed the freedom to observe their surroundings. We'll soon lose such freedom ourselves. Huh? We've reached the heart of the Empire and of the Abbey. Soldiers and exorcists are stationed all around. This is no place for a collection of villains like us. I'm not looking for a place. All I need to find is Atorius. That's it. Lol, wir mussten sogar hin. Okay. GG. So war das nicht geplant. So lange schon mal kurz zurück, aber egal. Dann machen wir hier gleich einfach weiter. GG. Wenn wir jetzt eh schon mal hier sind, dann können wir auch gleich weitermachen. Toji, ich dachte zumindest nicht. Autsch, ouch, ouch, ouch. Another victory. Ich finde irgendwie Eisen erinnert mich so ein bisschen an Snow von Final Fantasy 13. So ein bisschen. So alle bisschen Ähnlichkeit ist schon da, finde ich. Okay, Eisen. Oh Gott. Das sind von den Fähigkeiten cool. Dann haben wir den Artus. Nicht beim Endboss, doch. Wir sind schon am Grinden. Wir haben Lotres schon fertig. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg nach hier Dings da. Ich habe den Namen nicht gelesen. Und den Boss, den haben wir schon längst fertig. Atorius ist auch schon tot. Alles kein Problem. Magilu hat den Verbrecher bekommen. Eisen ist nicht mehr verflucht. Rogo hat den Lehrer für seine Kunst gefunden und Lapi ist halt so. Lapi hat sich rausgestellt, dass es die Reinkarnation wirklich von Laphicet ist. Boah, das wäre krass. Wenn es wirklich die Reinkarnation wäre, lul. An inspection. They won't inspect everyone. Just act natural. Your face is all stiff. I know. You, in the black coat. Show me your documentation. Well? Your travel permit from the Abbey, where is it? Foolish girl, how many times have I told you? A magician's apprentice must wear a pleasant grin. Magician? Verily, I present to you the traveling troupe of mischievous misfits known across the land as Magilu's Menagerie. Entertainment for the ceremony? Why, yes, indeed we are, my dear. Please pardon my uncouth apprentice. Girl, allay the good man's fears and show him the dove trick you've spent all these weeks on. Go to... Huh? Lul. Sorry, mistress. I forgot to prepare. You pathetic little shirker! A proper performer is perpetually prepared! It's fine. Doves flying around would be a nuisance. No, this will not do. If you cannot summon a dove, then act like one. Act like a dove. LOL. Cool. Remember, Magilu's Menagerie manufactures mirth. That was just a small sample for the good citizenry of Logris. Hey, you can't advertise here! Move along! As you say. LOL. Oh God. That was a fine ploy, Magilu. Well, don't expect tricks like that every day. Coo. Oh, that murderous gaze! Coo. Those doves were amazing. Just a crude trick.
If anything, it just shows the capital's defenses are pathetic. More like it shows how much confidence they have in those defenses. How many soldiers are here, Laphicet? The number of exorcists in the capital? At least 1,000. And 2 divisions of guards. I'd expect no less from the capital. They're not careless. They're covered. We need transit documents. See how the citizens smile? To think they were fleeing from demons just a few years ago. To hold an observance of this scale shows just how much peace their powers brought. A piece paid for with Laffy's. Velvet? Oh oh. Die Expedition ist zurück. Yay, wir kriegen sogar eine Nachricht. Supi. Dann schauen wir doch mal, wie die Expedition so war. Thunfisch, Sojasauce, Talismünzen. This recipe looks real tasty. Wir haben ein neues Rezept entdeckt. Die Scheiben aus rohem Fisch auf dieser Platte gleichen Wellen im tosenden Meer. Das Gebiet erneut forschen, Lemon Meer. Jupp. Scout ship setting sail. Gebietsinfo, gibt's da noch irgendwas? Ah, ein heulender Sturm wühlt, ja. Irgendwann ist auch mal gut. Okay, wir haben ein neues Rezept. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Betäubung, bla bla bla. Autokochen. Ah, okay, okay. Wir haben die Fertigkeiten und, 30 oder mehr Treffer? Füllt die SG vollständig wieder auf, stellt. Ah, nee, warte mal. Ah, doch. Das ist ein nach dem Kampf aktiver Effekt. Achso. Dafür haben wir aber nicht so viele Mats. Also vielleicht effektiver sogar. Weiß ich wollte, dass es automatisch kocht. Shit. Nein, nicht nochmal essen. Ich kann die auch so leveln. Lol. Echt jetzt? Ich will zumindest auf 2 haben. Da müsst ihr jetzt ganz kurz durch. Tut mir leid. Ich glaube, mit Auto und nach dem Kampf ist es effektiver. Entschuldigung. Ich glaube, sowas mache ich aber auf Stream. Wenn ich sowas machen sollte. Ich glaube, das war ein bisschen nervig. Dezent nervig. Aber Talismünzen? Was sind Talismünzen? Materialien? Talismünzen sind wahrscheinlich das kalt, oder? Ach, guck mal, mit dem Rosenkorsage und alles. Oh Gott, warte mal. Ah, nee, okay. Find heraus, was in der Hauptstadt vor sich geht. Let's go. Okay, da haben wir auf jeden Fall schon mal einen Händler. Lass mal speichern. Wenn man speichern kann, sollte man immer speichern. Altbekannte Regel. Wer den Speicherpunkt nicht ehrt, ist die Rettung nicht wert. Alte Devise. Ah, da ist der Händler. Mal gucken, ob der jetzt nämlich neuen Stuff hat. Muss mal mega interessieren. Oh nein, der hat einiges Neues. Hier ist jetzt schon. Ah, Kalsit, Klinge, Dolch. Boah, der ist eindeutig besser. Oh boy. Oh boy. Bin komplett broke. No Hitch. Nächstes Jahr. Nächstes Jahr mache ich das. Ah, guck mal, das Kalzitlinge hat dann andere Fragmente und so, okay. Ich glaube aber, Waffen und so sollte ich eigentlich nicht kaufen. Theoretisch.
Kann ich die Materialien eigentlich auch verkaufen? Ja. Ja, das ist gut zu wissen. Neuer Titel, Menü-Expertin. Okay. Das wäre aber auch eine lustige Idee, mal so einen Run da drin zu machen, aber es geht nicht. Dann eher No Death Run. Listen to those cheers. The Royals sure have these folks in line. Subjects, may I have your attention? It is I, Percival Asgard, Crown Prince of the Midgard Empire. His Majesty, my father, and I are pleased to celebrate with you on this auspicious day. The ceremony started. It'll be impossible to slip in now. After the opening 10 years ago, our kingdom faced an existential threat, both from demons and the terrible spread of demon blight. However, one man raised a miraculous sword and stood so that the body and soul of the land would not be You can lost. climb up if you want, but attacking now would And be the suicide. name of that man was Atorius Coldbrand. Oh oh. Oh oh. Velvet rastet aus. None here, I trust, are unfamiliar with Artorius' noble act. To bring us salvation from demons, he sacrificed everything. But he's a murderer. He called Lord Inominat, one of the 5 Imperiums, and blessed us with the strength of the Malakith. But he's a murderer! He serves as a shining beacon of reason in this world of turmoil. And reason is what binds us. But you killed him! You took everything that I loved! So raise your voices in praise to Artorius' devoted work, to the Savior who purifies evil and guides our flock. Let us call him our shepherd! Oh Gott. Ey, das ist so krass gemacht. Holy shit. Hi Silberchen. Even though the world was filled with suffering, I had to ask something tremendous of you all. I entrusted you to endure the pains of reason. I asked you to bind yourselves with shackles of your own will. For the only blade that can expel calamity is one forged from unshaking reason and the iron will to do what must be done. And now that very blade stands ready before all of us today. I offer my body and my life in service to the people of this great land. With the blessings of the Empyrean Innominat, I will guide you to a world without calamity. And this world's suffering will be nothing but a distant memory! But you're the one who murdered. Fool, they'll see us. You're the one who killed Laphicet. What? Oh Gott, das ist so episch. Wie geht's dir, Silberchen? Ich hoffe, dir geht's soweit The gut. shepherd Artorius. That's who you're after? Oh, and here I
was hoping you'd just straight up pounce on him. That would be certain death. No. I need a sword of reason and will. That's the only thing that can kill him. Killing Lord Atorius. Playing it safe? Boring! Regrettably, it is at this juncture we go our separate ways. I've got a bit of hunting to do. No one's stopping you. Goodbye. Farewell! May your days be fruitful and your nights tormented. Lul. If our enemy's calling himself a shepherd, he won't be going into hiding. Let's take this slowly. The old man behind him. Melchior, I take it? Yeah. Let's gather information on these people. If we know what they're planning, we can find a weakness. They're the most powerful men in the land. If we're going to look into them, we need a lead first. Eisen, do you have any underworld contacts in the capital itself? Like your friend at the port? I don't go inland much, I'm afraid. But Eifried has close ties to a shadow guild. A tavern in the city, run by an old man called Baskerville, serves as a front for them. A shadow guild? Those sorts of things actually exist? That settles it. Let's head to that tavern. They'll have food, I'm sure. Why not? Tausche Schlaf gegen Essen. Also, wir müssen jetzt in die Taverne gehen und mit der Schattengilde Kontakt aufnehmen. My stomach made a weird noise. That's another sign that you're alive. Denn wir müssen erstmal Informationen über Melchior und Atorius rauskriegen, bevor wir gegen sie angehen können. Weil das sonst definitiv der Tod der Protagonisten wäre, was dann so toll ist. Schlaf gegen Essen. Ja, glaube ich, würde ich auch machen. The exorcists sure were out in full force to see the shepherd's inauguration, weren't they? Obwohl, ich würde Essen gegen Schlaf kaufen. You're after? Was he there? What, and have to stand around looking all proper? Nah, that's not his style. But I thought he was one of the top exorcists. That wouldn't matter to him. Huh. All right. Actually, Velvet, speaking of the shepherd, I noticed he wasn't using his right arm. Was he hurt or something? Yeah. He was badly wounded a long time ago. He lost the use of his sword arm. That's what I figured. But don't get the wrong idea. He's still a master swordsman with his left arm. I can tell that from the way he moves. His movements are steady and measured, and his chi is centered below his navel. Huh? Why does that matter? Some people say that all the body's spiritual energy gathers in a place about 2 finger widths below the navel. Even when he appears to be in a state of total peace, his guard is never down. He's a formidable adversary. And I think I know why my target has placed himself at Artorius' side. Because now I want to take Artorius down too. Lul. Okay. Rogo möchte jetzt auch Artorius töten. Irgendwie haben es alle auf Artorius abgesehen. Taverne! Aber das Game ist echt geil. Ich liebe es. Ist wirklich, wirklich insane gemacht. I like it, Chat. Ich bin auch echt mega platt. Die Beams etwas kaputt. Etwas müd. Finde eine Taverne. Okay. Vielleicht das Gasthaus? Maybe? I don't know. Aber warte mal, was ist eigentlich diese 3 Symbole-Dinger da? Da waren wir noch gar nicht. Gar nicht. Wortwitze. Alles hochjagen. Genau. Oh, hier müssen wir sogar hin. What'll it be? Some food for the boy. Mabo curry is our specialty. It takes a week to stew properly. Mabo curry. Some of that, then. Say, do you know a man named Baskerville? I heard we might find him here. That old man? A scoundrel and criminal who went against the rules of the Abbey. They executed him long ago. Oh. Lul. Der Typ, den wir suchen, ist tot. Velvet, this Mabo curry is amazing. Ich sehe keinen Unterschied. Ja, das stimmt.
You get along so well. Is he your brother? No. No, he wouldn't be, would he? After all, your brother was murdered before your eyes. How do you know that? The shadows watch those who flinch from the light. So the guild is still active, even after Baskerville's arrest? That's right. Just like how Ifrid's crew continues their piracy, even without their captain. So you're the contact? What may I help you with? I want to know what Atorius is planning. Information such as that, it won't come cheap. I have here a list of jobs, not one remotely legal. Take care of all of them, and I'll tell you what you want to know. Was? Welchen Auftrag willst du annehmen? Waren zerstören, nach einem vermissten Sohn einen Hinterhalt vereiteln. Boah, Waren zerstören, nach einem Vermissten suchen, einen Hinterhalt vereiteln. Ich würde lieber nach einem Vermissten suchen, weil da müssen wir bestimmt... Obwohl, nee, Waren zerstören. Let's go. Ich will, dass du die Waren in den roten Kisten zerstörst, die in einem Lagerhaus in Haven stehen. Ja, annehmen. Take this with you as documentation. It's fake, but it's a good fake. It'll hold up to inspection. It's registered to Mogulu's menagerie? Oh? Was that not the name you gave to the guard at the gate? I can see you're a group to be reckoned with. Report back here once you're finished. However, be aware that should you fail... Then this conversation never took place. Got it. I'll cause you no trouble. I appreciate your understanding. You're welcome to stay the night, free of charge. Forget about work until the morning comes. Das ist geil. Krass. Also die wussten, was deren Vergangenheit ist. Right. You're missing Captain Ifrid. The captain has done much toward our viability. I promise that I'll share anything I hear about him for no charge. Thanks. All we know is there was a pendulum on the ground at the last place he was seen. And that Legate Melchior is connected to the captain's disappearance. How? We don't know. Das ist eine geile Flasche irgendwie. Sounds like you've got problems of your own. Do you really have time to take on ours as well? I could ask you why you've tied yourself up with Velvet. Me? I've got a debt to repay. Without her, there's no way I'd have ever found my blade again. A demon repaying a debt? Ridiculous. As ridiculous as a pirate Moloch, you think? No matter how you look at it, there's nothing reasonable about our rogue existence. And in this brave new world governed by reason, a rogue can either rage and become a monster like me, or band together with others. Like a ship full of pirates, perhaps. Exactly. I admire Velvet's courage, squaring off against the whole world on her own. Few can accomplish that. It takes strength, real strength, and I'm curious where it comes from. So you're doing it for yourself after all? Is that so wrong? No. I'm the same. I need allies on my side, with the strength and courage to combat this so-called order imposed by the Abbey. But anyone who's willing to put up with the creed folly of Ifrid's pirates has to be an even bigger fool than we are. So I'm like you. I want to know how deep her foolishness goes. She'd kill you if she heard that, you know. It's a compliment.
Fools that big aren't born every day. Aha. And I imagine your dear Captain Eifried's much the same. Aye. That man flies his full flag proudly. Wir haben gerade halt quasi über Velvet geredet. Warum sie eigentlich so stark ist. Atorius, hm? He's got the populace eating from the palm of his hand. I wonder... Just how deeply will the fangs of our would-be tragic heroine scar this broken world of ours? I've got a traitor to find, but in the meantime, this should be a good show. Oh oh. Ich bin halt echt gespannt, was Magilo vorhat. Und hallo Sepir. Ja, mein Tag war stressig. Die Woche ist halt alles ein bisschen doof. Ich hoffe, bei dir ist es besser. Meine Todeslose verbrannt an zu heißem Essen. Juli, was gibt's denn Gutes? Was gibt's denn Gutes? Und lass es dir natürlich schmecken. Huh? Die Kunden hier sind schwieriger als jeder Auftrag, den einen die Blutschwingen aufhalten. Wollt ihr euch selbst davon überzeugen? Kellnerspiel spielen, Regeln für Kellnerspiel, Objekte tauschen. Oh, Scheiße, was? Regeln für Kellnerspiel. Hier geht es darum, den Gästen die richtige Bestellung zu bringen. Gäste, die eine Bestellung aufgeben wollen, haben Sprechblasen über ihren Köpfen. Beginnen damit, ihre Bestellung entgegenzunehmen. Gehe dann zur Theke und sammle beim Chefkoch die richtigen Bestellungen ein. Sollst du eine falsche Bestellung eingesammelt haben, dann drücke Viereck oder Dreieck, um sie loszuwerden. Ach du Scheiße. Vegane Fischstäbchen mit Süß-Sauerkraut-Maiszeug. Lecker. Lecker, lecker. Dann lass es dir mal schmecken. Ehrlich gesagt, nein. Stress geht bei mir auch morgen los. Oh nein. Dann ganz, ganz viel Kraft. Du musst die richtigen Bestellungen zu den richtigen Gästen bringen. Jedes Mal, wenn dir das gelingt, werden sie als erfolgreich gewertet. Bringst du einem Gast das Falsche oder lässt ihn zu lange warten, wird er wütend und die Bestellung schlägt fehl. Jede abgeschlossene Bestellung, ob erfolgreich oder nicht, wird auf die erforderliche Anzahl von Bestellungen für den Abschluss der aktuellen Stufe angerechnet. Aber sei vorsichtig. Überschreitest du die Anzahl erlaubter Fehlschläge, so endet das Spiel. Jedes Spiel besteht aus 3 Stufen. Nach Abschluss einer Stufe kannst du mit der nächsten fortfahren oder das Spiel beenden. Beendest du das Spiel, hängt die Menge an TL-Münzen, die du erhältst, davon ab, wie viele Stufen du abgeschlossen hast. Machst du mit der nächsten Stufe weiter, dann warten mehr Gäste auf dich und mehr Bestellungen, die du zu servieren musst. Dafür winken aber auch größere Belohnungen. Nie gemacht. Das klingt interessant. Es ist wichtig, die Bestellungen deiner Gäste im Auge zu behalten und sie effizient zu bedienen, bevor sie wütend werden. Du kannst mehrere Speisen auf einmal tragen, also plane deine Route möglichst effizient. Wird die Zeit knapp, kann es auch besser sein, weniger zu tragen. Okay, wir machen das einfach mal. Ja, veganes Zeug ist auch nicht schlecht. Welche Kalorien möchtest du verwenden? Laphicet. Okay. Was möchtest du? Ich will folgen. Pudding. Pudding? Ah, wie bei meiner Mutter. Risotto. Ich habe aber vergessen, wie beende ich denn? Obsttorte. Geschafft. Weiter. Risotto. Ich habe vorhin vegetarische Frikadellen gemacht. Die waren auch sehr lecker von Rügenwalder Mühle. Ja, aber den Aspekt mit, es muss nicht immer Fleisch sein, ist vollkommen verständlich. Bei mir ist halt, ich esse ja generell kein Fleisch. Zum einen, weil ich schon lange Zeit es nicht vertragen habe, zum anderen, weil ich es auch nicht mehr möchte. Aber es ist natürlich jedem selbst überlassen, was er essen möchte. Herzhafte Eiercreme. Ich finde die Musik so lustig. Obsttorte.
Risotto. Pudding. Oh Gott, jetzt wollen beide. Obsttorte und Risotto. Obsttorte. Ich habe schon wieder vergessen. Risotto. Okay. Ah, okay. Was mir schmeckt. Einfach. Weil so. Ja, natürlich. 300 Talismünzen erhalten. Nice. Du bist so aufrichtig und treuherzig, dass es weh tut. Wenn das so weitergeht, hast du bald deinen eigenen Fanclub. Zieh diese Uniform an und mach weiter so. Dienerkleidung. Hier ist eine schicke Fliege, die zu deiner Uniform passt. Denk dran, professionelles Auftreten ist die halbe Arbeit. Gute Arbeit. Okay, was können wir eintauschen? Oh Gott, da gibt es noch mehr. Oh lol. Erdnormen, Set, Leernormen, Feuer. Oh, Denorflasche gibt es sogar. Hochlose Flüssigkeit. Ah, guck mal, hier kriegen wir sogar die Klumpen und so. Okay, das ist nicht schlecht. Das ist echt nicht schlecht. Und Talismünzen haben wir auch durch die Expedition bekommen. Ich möchte es nochmal anmerken. Das ist cool. Das ist ein cooles Minigame. Okay, die sind noch 5 Minuten auf Reise. Ey, man sollte sowieso das essen, was einem schmeckt. Egal ob vegetarisch, ob Fleisch oder was auch immer. Have we ever been nice? I suppose not. This is a contract job, so let's keep costs down. I'll call the Von Eltia and have her draw the guards away. If you would. What will we be destroying? Who knows? That's hardly our concern. Im Lagerhaus in Saxonhaven. War das Saxonhaven hier? Ich glaube ja, oder? Boah, das Game gefällt mir immer mehr. Ich muss es immer wieder sagen. Ich glaube, Tales of würde neben Final Fantasy 1 meiner neuen Lieblingsgenre, also Spielereihe werden. Ich finde es pretty insane. Auch wenn ich mir immer noch ein schönes, altes, klassisches, rundenbasiertes JRPG wünschen würde. Greetings, Magilu's Menagerie. Oh God. You've come to exactly the right place. You must be a Bloodwing. What do you want? You already know about the Code Red demons, right? The really strong demons the Abbey wants gone? Yeah. Would you ever consider hunting them down for us? We'll reward you properly. Reward? Oh. Why pay us when the Abbey would do it for free? It's complicated. The Abbey is calculating in their deployments, especially where Code Red demons are concerned. I get it. They'll only act if they determine the demon would cause more harm than the losses they'd incur in battling it. That does seem logical. But sometimes people have lost a loved one to such a demon. Or sometimes they have a connection to the person the demon used to be. Wherever there's a Code Red demon, you can bet there are people willing to pay good money to have it killed. Oh. And let me guess, that's where the Bloodwings come in. Exactly. There are Bloodwings all throughout Midgand who have information on these Code Red demons. If you defeat a demon and report back to my comrades, they'll make sure you're well compensated. All right, I understand. But I won't make any promises. That's fine. No sense in drawing up a contract when the hunter probably won't survive anyway. If you get results, let us know. We'll hold up our end. That being said, I'd feel guilty if I didn't help out at least a little, so here, take this. Lol. Those Bloodwings are definitely a rough crowd. To be fair, things are never that straightforward when you're dealing with demons. All that matters is that there's something in it for us if we hunt those Code Red demons. The only thing better than fighting formidable foes is getting paid for it. Just remember that these Code Red demons are tough enough to make the Abbey shiver. We'd be wise not to underestimate them. We should talk to those Bloodwings before considering any of the marks. They might have information that will help us prepare. Yeah, and we better remember to upgrade our equipment. Right. Verwende ein
Inorf-Flasche durch Drücken von L2, während du dich in einer Stadt oder auf freiem Feld aufhältst. Mit Hilfe der Inorf-Flasche wirst du direkt zum angegebenen Ort teleportiert. Du findest sie in Läden oder in Schatzruhen. Okay, wir könnten theoretisch Story weitermachen. Oder könnten ein Alarmstufe Rot Monster machen. Was ist euch lieber? Ein starkes Monster, Dämon. Einen starken Dämon besiegen. Oder eher sagen, na, mach mal lieber Story weiter. Was sagt ihr? Das dürft ihr jetzt entscheiden. Ach ja, euch ist ja sicher bewusst, dass wir nicht verantwortlich sind, falls ihr bei einer Jagd stirbt. Viel Glück. Story? Okay. Okay, ich weiß aber immer nicht, wo die Kisten jetzt sein sollen letztendlich. Ich muss langsam ins Klo, ey. Fuck it. Also, der Hafen ist wahrscheinlich da, wo wir auch waren. Ich denke nicht, dass es da noch mehr Hafen gibt. Ich glaube, ich mache gleich mal kurz Babypause. Also langsam aber sicher möchte ich mal auf Toilette. Deswegen machen wir jetzt mal eine ganz kurze Babypause. Dann sehen wir uns nämlich gleich in alter Frische wieder. Machen wir lieber so. Bis gleich.